Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich gehe heute vom Bahnhof Amelsbüren zum Bahnhof Davensberg auf dem X14. Ja, ich bin mit dem Zug nach Amelsbüren gefahren. Man kann aber auch mit dem Bus herkommen. Der Weg führt aber nicht direkt am Bahnhof vorbei und ich glaube, ich muss jetzt in diese Richtung gehen, um mal auf ihn zu stoßen. Ich bin jetzt doch ins Ortszentrum gegangen und dann geht man die Ottmars-Bocholter Straße nach rechts runter und befindet sich dann auf dem X14. Ja, die Ottmars-Bocholter Straße führt nach Süden aus dem Ort heraus und der Wanderweg folgt dann hier dem Fahrradweg entlang der Straße. Hier kreuzt jetzt die Bahnlinie die Straße und über die Brücke werde ich nachher auch wieder mit dem Zug zurück nach Münster fahren. Kurz vor der Brücke biegt der Weg aber nach links ein und verlässt die Straße. So, endlich von der Straße weg. Es war zwar nicht viel los, aber es ist doch viel schöner so hier im offenen Feld. Ja, der Weg verlässt dann irgendwann diesen breiteren Fahrweg und geht dann hier in den Wald hinein. Ja, das wird hier gerade so ein verwunschener Pfad. Der X14 ist ein Fernwanderweg, der geht von Münster zum Haus Rauschenburg an der Lippe. Man kann in mehreren Etappen gehen und immer wieder geht er von Bahnhof zu Bahnhof und man kann dann zwischendrin wieder einsteigen. Ja, bin die erste Etappe schon gegangen und zwar von Münster nach Amelsbüren. Das Video, das verlinke ich jetzt mal hier oben in der Ecke. Und ich bin von meinem Zuschauer Christoph darauf hingewiesen worden, dass die Etappe von Amelsbüren nach Davensberg besonders schön sein soll, weil es ja eben durch die Davert geht. Und da danke ich recht schön. Es sieht jetzt schon sehr schön aus und ich bin gespannt, was noch auf mich zukommt. Ja, nach einiger Zeit kommt man dann aus dem Wald raus und dann geht es unter der Bahn wieder durch. Ja, und dann trifft man wieder auf die Ottmars-Bocholter Straße, der man dann wieder ein Stück nach Süden folgt. Ja, das war zum Glück nur ein relativ kurzes Stück und hier geht es jetzt schon wieder nach links in die Natur. Ja, und wieder geht es unter der Bahnlinie durch. Ja, wo geht es jetzt lang? Rechts oder links? Ja, zum Glück habe ich die App des Westfälischen Heimatbundes auf meinem Handy. Die kann man sich kostenlos runterladen. Da sind alle wichtigen Wanderwege des Münsterlandes drauf. Die kann man sich dann anschauen und dann je nach Bedarf einzeln nochmal aufs Handy runterladen. Und das GPS des Handys leitet einen dann die Wege sicher entlang, dass man sich nicht verlaufen kann. Das ist echt super und wie gesagt kostenlos. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung meinen Blog verlinkt, wo noch mehr Infos zum Weg zu finden sind. Und da verlinke ich dann auch nochmal diese Apps. Die gibt es für iOS und Android. Ging nach links. Jetzt ging es eine ganze Weile durch Wald. Jetzt wird es wieder ein bisschen offener und da vorne ist auch schon wieder die nächste Straße, der man ein Stück weiter folgen muss nach Süden. Es war auf jeden Fall bisher wieder wunderschön. Und ich habe gar nicht viele Sachen mit heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt im Video. Ich habe keinen Rucksack mit, nur ganz leichtes Gepäck und ich gehe auch nicht in Wanderschuhen, sondern in meinen Jogging-Schuhen. Das sind Trailschuhe und es läuft super gut hier. So, die Straße ist erreicht. Jetzt folgen wir hier dem Fahrradweg ein Stückchen bis zu dem Wald da vorne und dann biegen wir links ein. Ja, jetzt sind wir von der Straße weg auf so einem kleinen Teerweg, der aber auch gleich abbiegt in einen Waldweg. Es geht an einem Wintergerstefeld vorbei, denke ich, ist das.
Das ist jetzt, finde ich, so die schönste Jahreszeit, wo die Ähren so im Wind sich wiegen. Da kann ich stundenlang zuschauen. Jetzt ist der Teerweg zu Ende und es geht wieder über einen Feldweg. Also es ist wunderschön hier, wie der Wind auch hier durch die Bäume rauscht. Das Einzige, was stört, sind diese Sportflugzeuge, die hier über mich kreisen. Ich weiß nicht, ob die vom Flugplatz Telchte kommen oder woher. Naja, die müssen auch üben. Ja, ich bin offensichtlich noch richtig. So, ich bin jetzt mitten in der Davat. Das ist das größte zusammenhängende Waldgebiet von Münster. Das ist so relativ junger Wald. Ich würde es als Niederwald bezeichnen. Es ist aber wunderschön hier und auch ruhig, wenn die Flugzeuge nicht fliegen. Und man kann die Vöglein zwitschern hören, man kann Tiere beobachten. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ein Reh hier auf diesem Weg gesehen. Da bin ich einen Weg von Rinkerode ausgegangen durch die Davat, so einen Rundweg. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Das geht dann, wenn man da weitergeht, also ich bin von dort gekommen, da kommt man dann an Haus Borg und an Haus Bisping vorbei und kommt dann auch hier in die Davat und dann geht dann weiter hier hoch zum Hiltrupper See. Auch sehr schöner Weg, kann ich auch nur empfehlen. Ja, ich gehe jetzt da entlang und mal sehen, wo es mich dann hinführt. Jetzt hätte ich beinahe diese Abzweigung verpasst. Wenn da nicht gerade ein Mountainbike-Fahrer aus dem Wald gekommen wäre, dann wäre ich weitergelaufen. Denn das GPS zeigt mir an, dass es erst ein Stück weiter vorne links reingehen soll. Naja, habe ich Glück gehabt. Wunderschön hier, so stelle ich mir Wandern vor. Wenn ich noch ein bisschen unsicher wirke beim Filmen jetzt, dann kommt das daher, dass ich mit meinem neuen Smartphone filme. Das erste Mal eine Wanderung jetzt. Und ich habe schon mal einen Stadtrundgang von Münster damit gefilmt. Das ist eigentlich sehr schön geworden. Das Video verlinke ich euch jetzt mal hier oben in der Ecke. Ja, und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das wird. Ich habe hier so ein Lavalier-Mikrofon an der Brust mit Windpuschel. Und da bin ich gespannt, wie der Ton wird. Ja, wenn euch meine Ausrüstung interessiert, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich alles verlinkt. Tja, das gehört mit zum Naturschutzgebiet. Ich werde hier gerade von den Mücken gefressen. Jetzt sind wir an so einer kleinen Nebenstraße angekommen, müssen der folgen bis da vorne an die Hauptstraße und der dann auch ein kleines Stückchen wieder nach Norden folgen und dann wieder nach links abbiegen. Naja, Hauptstraße konnte man das nun auch nicht gerade nennen. Nach 150 Meter kam jetzt auch schon diese Abzweigung, der ich jetzt folge. Ja, und von hier sind es nur noch 2,5 Kilometer bis nach Davensberg und da ist auch schon das Bahnhofszeichen angeschlagen. Ja, da ging es erst eine ganze Weile auf diesem geteerten Weg durch den Wald und jetzt kommt hier eine Abzweigung auf einen Waldweg. Wunderschön hier, aber man hört jetzt schon im Hintergrund die A1 rauschen und die werden wir gleich noch unterqueren. Ja, inzwischen bin ich an der Autobahn angekommen, aber es geht über die Autobahn und nicht drunter, wie ich vermutet hatte. Ja, jedenfalls ist es jetzt nicht mehr weit. Ja, da war ordentlich was los. Heute ist Freitag vor Pfingsten und alle wollen weg. Hier geht es auf jeden Fall jetzt noch durch den schönen Wald weiter und das ist jetzt auch nicht mehr weit. Ja, und schon sind wir an der Ortsgrenze von Davensberg angekommen. Ja, hier ist jetzt auch schon die Bahnlinie erreicht und dahinter geht es links hoch zum Bahnhof. Das sind dann nur noch 200, 300 Meter und dann sind wir da.
Ich bin jetzt am Bahnhaltepunkt Davensberg angekommen. Von hier kann man, glaube ich, einmal pro Stunde zurück nach Münster fahren, wenn nicht gerade Schienenersatzverkehr ist. Aber ich glaube, der geht nur in die andere Richtung. Und die Züge nach Münster starten von hier wieder. Ja, wenn die Wartezeit, also da oben ist es nicht so schön. Deswegen ist es sehr angenehm, dass hier ein kleiner Aussichtspunkt eingerichtet ist, an dem man dann auf den Zug warten kann. Ja, so geht dann diese Wanderung zu Ende. Die hat mir wirklich super gut gefallen. Vielen Dank, Christoph, für diesen tollen Tipp. War wirklich sehr schön, sehr abwechslungsreich. Wald, Felder, Wiesen, ganz toll. Ja, wenn euch die Wanderung genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!